geht's weiter. So, Saft ist drin. Genau, zum Auto. Es ist ein M635 CSI. Richtig gehört, M, das heißt, da ist was Wunderschönes unter der Haube. Grob zum Auto, 175.000 gelaufen. Gut gepflegt, auf jeden Fall. Wird auch allerdings das ein oder andere Mal im Winter bewegt. Was ihm aber jetzt, muss ich sagen, karosserietechnisch, auch was man so von unten gesehen hat, noch nicht so krass zugesetzt hat. Ja, der ist aber auch wirklich brutal eingewachsen, also da läuft aus jeder Ritze das Wachs raus. Genau, Baujahr 85, 286 PS und ja, mit das Geilste an diesem wunderschönen Kfz. Dass er keinen Cut hat? Das ist noch besser, ja, der hat keinen Cut. Das ist fast genauso geil wie das hier. Das ist nämlich ein ganz, ganz legendärer Motor, der sogenannte M88. Auch zu finden, etwas abgewandelt, was Ansaugung angeht und Luftmassensystem im M1. Auch das Procar wurde damit ausgestattet. Allerdings seht ihr hier, das ist eine Einzeldrossel, ganz normal über den Baudenzug. Hier seht ihr, geht in den Innenraum ans Gaspedal. Bei Procars zum Beispiel und ich glaube auch beim M1, ich müsste jetzt lügen, tut mir leid, aber so krass bin ich in den Autos, die älter als 30 Jahre sind, jetzt nicht drin. Müssten das Flachschieberanlagen gewesen sein und keine Einzeldrossel, wodurch sich nochmal um einiges mehr Leistung produzieren lässt und auch dieser, ja ich glaube, sehr leistungskostende Stauklappen-Luftmengenmesser ist da entfallen. Ja, aber das hier war ja jetzt mehr so eine normale, in Anführungsstrichen normale Straßenversion, aber trotzdem ultra Auto, also ich muss wirklich sagen, 6er ist... Also, er ist bei mir wirklich schlimm. Also, ich kann mich für so viele Autos begeistern. Es gibt auch viele Autos, für die ich mich nicht begeistern kann, aber gerade so alte Benz aus den Baujahren, BMWs vor allem, sowas, was hinter euch hinter diesem steht, ja, bis hin zu M4 GTS. Also, alles, wo ich wirklich drin einen Sinn sehe für mich jetzt und was gut fährt und gut ausschaut, kann ich mich brutal dafür begeistern. Wenn ihr mal hier reinguckt, alle, die sich so ein bisschen mit dem Teil mal beschäftigt haben, Fächerkrümmer brutalst. Also ein richtig geiles Kfz. Unverkennlich diese Schnauze, bei vielen Amis auch Sharp Nose genannt, also High-Nase, einfach wegen der spitz zulaufenden Nase und dieser Optik, sogar Sonderausstattung mit Scheinwerfer, Wischanlage, ja, Wirbelscheinwerfer. Die wunderschöne M6 Frontlippe. Ja, wir schauen uns innen auch noch mal ganz kurz was an. Ich nehme an, das müssten Büffelleder Sportsitze sein. Schönes, ich glaube gegerbtes Leder, richtig oldschool, schon so ein bisschen ausgesessen und verfärbt durch Reinigungen und Sonneneinstrahlung, aber genau das muss so sein. Das ist einfach, genau das macht es ja aus. Hier mal eine Falte, das muss nicht Picobello sein. Weil, ja, man muss ja auch, wenn ihr euch da reinsetzt, so, also man jetzt, ich darf hier nichts anfassen und so, auch das Lenkrad ist so ein bisschen abgegriffen, aber so what, das gehört zu dem Auto, da muss man auch nichts neu machen, also meine Meinung, ja, trotz dessen, Top-Zustand wirklich. Ich schmeiß den jetzt mal an, werde den jetzt mal kurz 20-30 Sekunden laufen lassen, ihm einfach mal so ein bisschen Zeit geben, aufzuwachen und sich vorzubereiten auf das, was jetzt kommt und dann drehen wir eine Runde. Läuft. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera genauso gut rüber wie live. Jetzt. Geil. So, ihr nehmt Platz, Lisa nimmt Platz, ich mach so hoch und dann. So, warum lasse ich den Motor kurz 30-40 Sekunden so im Stand laufen, ohne irgendwas dran zu machen? Einfach, weil es ein alter Greis ist und der sich freut, bis mal das Öl auch an jeder Ritze angekommen ist. Der kriegt einen 15 W40 Kaltlaufeigenschaft rauszuhören an der Zahl 15. Natürlich extrem zäh. Es hat auch aktuell draußen nur 5 Grad erstanden, zwar in der Werkstatt, aber trotzdem geben wir ihm seine Zeit. Also ich bewege den auch, bis ich wirklich einen Unterschied an Lenkung, Getriebe und Kupplung merke. Und man merkt es bei den alten Autos extrem, bei den neuen Autos. Also wirklich
Da kann ich meine Großmutter reinsetzen, die checkt da auch nichts mehr. Also das ist egal, egal ob das jetzt ein BMW, ein Mercedes, ein Audi oder sonst was ist. Da gibt es keinen wirklich großen Unterschied, wenn die Fahrzeuge relativ neu sind, zwischen warm und kalt. Die kannst du kalt auch treten, das wirst du keinen Unterschied merken, ob der jetzt warm oder kalt ist. Und bei denen ist halt so. Das habe ich sogar schon lange an meinem E36 gemerkt. Oder alle, die jetzt Autos fahren, sage ich mal, die älter als 20 Jahre sind, glaube ich auch fast egal, was für ein Modell. Sobald man dieses Ding mal, ja, Viertelstunde, 20 Minuten mindestens warm fährt, weil teilweise tut sich da vorher nämlich gar nicht viel an der Ölanzeige bzw. an der Temperaturanzeige. Kann man richtig merken, wie auf einmal das Getriebe flüssiger wird und die Gasannahme direkter. Und was bei denen auch echt extrem war und damals an meinem E36 M3 auch, wie der wirklich noch keine, sag ich mal, 60, 70 Grad Motortemperatur hatte, habe ich auch mal immer so sanft Zwischengas gegeben beim Runterschalten und der hat auch gar kein Gas angenommen, der hat dann so, also sich kurz verschluckt, keine Drehzahlanhebung gewesen und das war einfach, der hatte da keinen Bock. Also der muss wirklich schön warm sein, alles, egal ob Lenkung, Getriebe. Und ja, wenn das der Fall ist, dann merkt man auch richtig, wie das Auto anfängt zu leben und er in die Gänge kommt und Bock hat. Das ist einfach geil. Das ist das, was, finde ich, den Charme an den alten Autos so ausmacht. Dieses Feeling permanent, man ist so immer, ja, das Fahrwerk, ihr hört es vielleicht auf der Kamera, ist auch extrem. Das sind, glaube ich, Eibach-Federn oder sowas. Ich weiß es nicht genau, Bilsteindämpfer. Ja, die sind etwas durch, also müssen wir Obacht geben. Genau. Das Feeling ist einfach geil in so einem Auto. Vor allen Dingen, wir fahren jetzt gerade hier so mit 50, 60 auf der Landstraße. Alle Leute kommen. Also, ja, Hammer. Und das ist einfach ein Genuss. Also für mich ist es ein Genuss, solche Autos zu fahren. Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich will jetzt ja auch nicht 10 Minuten vor der Kamera rumheulen. Oder mich, wie sagt man, ergießen. Ergötzen? Ergötzen. Es ist einfach geil. Ist das geil. Der gute Mann bekommt Bock. Man merkt's. Fahren jetzt mal ein bisschen außer Ort. Und dann gibt es für euch so ein bisschen Sound- und Klangeindruck eines M88 in einem 85er 6. Ach Gott, ich wollte es einmal flüssig sagen. In einem M635 CSI. Ohren auf, Anlage aufdrehen und genießen. Ey, da muss man die ganze Zeit lachen, das ist so geil. Das ist so geil. Oh Gott, ey. Diese Autos. Wir fahren jetzt 70. Fühlt sich an wie 120. Würde ich sagen, noch ein paar Fahreindrücke und vor allen Dingen Soundcheck von außen.
weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ist schon ein bisschen ausgewaschen. Warum habe ich das T-Shirt an? Weil ich muss mich ja auch seelisch und psychisch auf die Arbeit vorbereiten. Der M6 steht auf der Bühne. Ihr dürft mal mitkommen. So, ja, was ich jetzt machen werde. Bläulagerservice, dazu muss das Öl raus und die Ölwanne runter. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen ja noch viel Technikkram und Zeug und war auf diesem Channel. Wir machen jetzt da kein 5-Stunden-Video oder so draus. Ihr seid kurz dabei, wie ich das ganze Teil zerlege, und sobald ich dann die Ölwanne weg habe und wir die ersten, beziehungsweise wenn ich alle Lagerschalen raus habe und alle Lager raus habe, dann geht es für euch weiter, weil sonst wird es echt ellenlang und viel Gelaber. Ja, ganz grob, also jetzt kommt die Motorbrücke hier drauf, die dann den Block von oben hält, der wird hier schön eingehängt, dass der ganze Motor natürlich nicht nach unten rausfällt. Wir müssen ja den Vorderachsträger rausholen. Da würde ich sagen, lassen wir das Auto mal hoch und gucken uns den vor allen Dingen mal von unten an. Ich habe ihn noch nicht von unten gesehen, ich habe ihn jetzt gerade erst aufgebockt. Und ja, sind wir gespannt. 175.000 Kilometer und der ein oder andere Winter. So, die Rasten sind drin. Also was ich schon gesehen habe, ja, und das seht ihr jetzt auch. Da tropft das ein oder andere Mal ein bisschen was ab. Das wird nicht am Klimakompressor liegen. Das tropft wahrscheinlich hier entweder an der Ölwanne oder Simmering, der Kurbelwelle. Ansonsten, das sieht krass, okay, kannst du mal herkommen. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so aussieht, aber das sieht wirklich sehr gut aus. Das ist hier auch ganz, ganz schlimme Stelle bei den E24. Träger vom Kühler. Der ist oft mal echt durchgerostet, aber der sieht echt gut aus. Also vielleicht auch ein bisschen durchs Öl konserviert worden, das er verloren hat. Hat sich selber konserviert. Ja, hier sehen wir auch Tropfen dran. Ich hoffe mal nicht, dass es der Simmering der Kurbelwelle hinten ist, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, weil die Ölwanne ist nämlich links und rechts echt trocken. Da gibt es nichts auszusetzen. Der sieht echt gut aus. Hammer. Riemen könnte man mal einen neuen drauf machen. Seht ihr hier, der ist ein bisschen porös, rissig. Ich weiß nicht, kannst die Kamera, sieht die Kamera? Ja, viel gibt es dann auch gar nicht zu sagen hier. Kurbelwellen sage ich schon, Kupplungsnehmerzylinder ist schon neu. Hardyscheibe ist auch schon mal neu gekommen. Getriebe hinten, ja, seht ihr auch. Ist auch relativ siffig, hängt auch das Öl hier dran. Das Öl ist zwar frisch, aber ja, dem Getriebe selber macht es nichts, wenn ein bisschen Öl raustropft, solange man es wieder auffüllt. Das Problem ist einfach diese Gummis hier, das seht ihr auch, die sind schon komplett ölfeucht. Ja, die lösen sich leider mit der Zeit auf, wenn die ganze Zeit im Öl stehen. So, weiteres gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das Auto ist wirklich für seine 175.000 und wie gesagt, er ist auch mal im Winter gefahren worden. Ich will sagen brutalen Schuss, aber es kommt auf jeden Fall hin. Also ja, man sieht es in den ganzen Hohlräumen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erkennen kann, da oben drin. Ist ziemlich viel Wachs. Das Auto ist mit sehr viel Wachs geflutet worden. Wann, weiß ich nicht, aber es ist bestimmt schon länger her, sonst wäre er nicht so gut in Schuss. Ja, hat ihm wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Auch hier gerade so, die Dichtstopfen an der Ersatzradmulde ist ja auch beim E36 zum Beispiel hier der Ablauf ganz schlimm, dass sie das sofort anfangen zu gammeln. Also das Auto ist von der Substanz wirklich gut. Wir labern nicht so viel rum. Ich fange an zu zerlegen und wenn alles auseinander ist, dann sehen wir uns wieder und dann gucken wir mal kurz rein und nehmen mal Bestand auf von den Pleulagern, wie die so aussehen. Dann bis gleich. So, ihr dürft mal mit hierher gucken. Ich bin jetzt gerade bei Pleulager Nummer 6 bzw. Zylinder 6 angekommen. Das ist noch original drin. Alle anderen habe ich schon ersetzt. Die liegen drüben auf der Werkbank. Jetzt dürft ihr euch noch schnell mit angucken, wie ich dieses Lager hier ausbaue. Und dann gehen wir mal kurz rüber an die Werkbank und dann zeige ich euch mal schnell neu zu alt und erzähle wirklich nur 20 Minuten, ja genau, 20 Sekunden was dazu und dann ja, ist das Kapitel Pleulager eigentlich auch wieder abgehakt. So, ich baue es aus und dann sehen wir uns gleich nochmal. Okay, Pleulager Zylinder 1 bis 6. Ich hoffe, man kann, wir picken uns mal, beziehungsweise stopp, ich hatte den Zylinder 4, der war nicht so schön und alle anderen gucken wir uns mal an. Also so sieht die Lagerschale aus. Jetzt muss ich dazu sagen,
Laut Kunde hat das Auto 175.000 Kilometer. Das kommt bestimmt hin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese Lagerschalen schon mal irgendwann gemacht wurden oder nicht. Denn diese Teilenummer, die hat sich nicht ersetzt groß bei denen, die ist gleich geblieben. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Es könnte aber durchaus sein, wenn man pfleglich mit so einem Auto umgeht. Und was ich jetzt so erfahren habe, hat er immer seinen Ölwechsel bekommen. Jede Saison, auch wenn der bloß 1000 oder 2000 Kilometer gefahren wurde. Kann durchaus sein, dass dann der Verschleiß der Lagerschale sich so abzeigt. Da schaut auch noch kein Kupfer raus, also die schauen alle durch die Bank fast gleich aus. Alles in Ordnung, auch die Zapfen an der Kurbelwelle waren nicht beschädigt. Jetzt sehen wir hier Zylinder 4, der schaut ein bisschen anders aus als die anderen. Das schaut für mich so aus, als wäre da irgendein Partikel mit dem Öl gewesen, also auf gut Deutsch Dreck, der sich dann in diese Lagerschale eingearbeitet hat. Ich habe dann den Kurbelwellenzapfen ganz leicht abgezogen, um den halt wieder, ja, ich sag mal, grob zu polieren. Einfach nur, dass diese ganz leichten Einlaufspuren, also man merkt auch mit dem Fingernagel nichts, dass die einfach weg sind und sich nicht ja, an die neue Lagerschale quasi angleichen. Genau, hier sehen wir jetzt einfach mal die neuen Lagerschalen, inklusive der beiden neuen Schrauben. Die kriegen natürlich alle Zylinder, das sind sogenannte Dehnschrauben. Man kann es jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht richtig erkennen, aber die eine ist ein bisschen länger als die andere. Ja, und einfach deswegen, weil die nach dem Vorgang des Festziehens sich längen, müssen die immer bei einem Bläulagerwechsel ersetzt werden. Genau. Ölbahndichtung kommt natürlich auch neu, Dichtring für den Sensor und eine für die Ölablassschraube. Genau, ach ja, hier haben wir jetzt die Ölwanne liegen, inklusive der Ölpumpe. Die Ölpumpe werde ich noch komplett zerlegen. Wenn an der Ölpumpe nichts groß kaputt ist, dann ja, werden wir da auch jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich mache den Ölregelkolben und so weiter mal raus. Diese Teile habe ich schon alle neu bestellt. Ist für mich einfach ja, ein Muss bei so einer Arbeit, dass man das einfach neu macht. Ja. Genau. Dann war es das jetzt zum Thema E24 M635, Bläulager und Ölpumpe. Für euch gibt es noch ein bisschen Porn oder so. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir eine Runde fahren. Jawohl. Doch nochmal ich. Ganz spontan jetzt. Weil ich habe ja gesagt, ich mache die Ölpumpe, beziehungsweise ich revidiere diese Ölpumpe nochmal, zerlege sie und mache sie sauber. Und wenn nichts Außerordentliches ist, dann sehen wir uns einfach wieder, wenn dieses Auto wieder läuft. Allerdings ist was Außerordentliches, beziehungsweise es ist nicht schlimm, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Und zwar, das hier ist der sogenannte Außenrotor und der sogenannte Innenrotor. Die laufen, ich kann es euch mal darstellen ungefähr. So. So läuft es in der Ölpumpe. Und dann sieht man hier schon deutlich, dass zum Beispiel der Innenrotor, der Außenrotor, außen wirklich extreme Einlaufspuren hat. Innen, ja, geht noch, das kommt von diesem Abstandsblech. Man sieht dann sehr gut auch, dass hier irgendwas wirklich Hartes reingekommen sein muss, was dieses Blech verformt hat. Seht ihr das? Genau hier. Das hat, ja, hier sieht man es noch besser. Hat das Blech so verformt und komplett ja, den Rotor, den Außenrotor einlaufen lassen. Und das ist wirklich gehärteter Stahl, also der kann gut was ab. Man sieht ganz gut. Hier habt ihr im Grunde dann diese Flügelzellen drin. Na, ganz fein. Welche das Öl weiterschieben und verdichten. Und hier seht ihr ganz gut, überall an den Übergängen, also hier, wo es verdichtet wird und da, wo das Öl weitergeschoben wird, kann man es auf der Kamera wahrscheinlich ganz gut erkennen, sind ziemlich tiefe Einschläge. Ja, was einfach daher kommt, dass wahrscheinlich Dreck oder Partikel oder sonstiges mit dem Öl waren, das natürlich diese Pumpe durchgefeuert hat. Ja, ist natürlich nicht so geil, aber kommt ja beim einen oder anderen Motor vor. Wo kommt der Dreck rein? Naja, wenn der Mechaniker vielleicht ein bisschen unsauber arbeitet, gleich beim Ölwechsel. Jemand füllt Öl auf, neues frisches Öl zum Beispiel in so einer Kanne. Dann gibt es Werkstätten, da wenn du hier unten reinguckst, da liegen nur tote Fliegen drin. Ja, lauter so Sachen und natürlich Ablagerungen, vielleicht motorintern, die sich dann einfach lösen. Deswegen empfehle ich auch zum Beispiel keine Motorspülungen zu machen, weil das meistens Sachen löst, die eben ja, lieber hätten da bleiben sollen, wo sie ganz gut fest waren.
Ja, dann noch eins. Wir haben hier, beziehungsweise ich habe hier den Ölregelkolben ausgebaut. Man sieht jetzt am Originalen natürlich Verschmutzung und so weiter und so fort, aber er ist jetzt nicht groß eingelaufen. Jedoch war der brutal, also hier ist der Schacht für den Ölregelkolben, war der wirklich so bombenfest, dass ich mit einem kleineren, feineren Durchschlag und einem Meißel, mit einem kleinen, feineren Durchschlag und einem soften Hammer dieses Teil hier aus der Führung rausklopfen musste, weil so viel Dreck sich da oben angesammelt hat, dass der einfach nur noch minimal Weg gemacht hat, sprich wohl kaum noch den Sollöldruck erfüllt. Ja. Also immer ganz gut bei Autos oder Motoren, die wirklich älter sind, und da zählt ja der E36 und der E46 auch schon dazu, einfach mal, wenn Bläulagerservice oder so ansteht, ich weiß, viele machen das nicht, da kommen schnell neue Bläulagerschalen rein, Ölfilter und Öl und dann war es das. Aber es ist auf jeden Fall immer ganz interessant, weil so eine Ölpumpe ist halt für so einen Motor wie das Herz für einen Menschen. Ja, wird leider oft außer Acht gelassen, aber ist halt eines der wichtigsten Bauteile. Das ist jetzt was, ihr könnt es leider nicht auf der Kamera erkennen, alte Feder, neue Feder. Aber was echt lustig ist, wenn man die so in der Hand hat, merkt man, also vom Gefühl her, dass einfach die alte Feder für mich jetzt gefühlt die Hälfte so weich ist wie die neue. Also die Spannkraft hat wirklich extrem nachgelassen. Federstahl, ich weiß nicht, ich bin jetzt da auch kein Physiker oder Chemiker. Ich denke mal aufgrund von Hitze und Kälte und Ausdehnung und Zug, dass da einfach irgendwann dieser Stahl nachlässt. Aber ja, dem gehen wir jetzt natürlich aus dem Weg, indem wir einfach alles neu machen. Und dann passt das. So, Thema Ölpumpe, ich mache fertig und dann sehen wir uns wirklich wieder, wenn ich zusammengebaut habe. So, das war's zum M635. Was ich noch vergessen hatte, was ich ganz am Anfang sagen wollte. In den USA und in Japan hieß er M6, ECE-Ausführung, Europa hieß er M635, an sich aber genau das gleiche Auto, gleicher Motor. Ja. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in dieses wunderschöne alte Kfz gefallen. Und vor allen Dingen die Klangaufnahmen. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen hier hinter so einem Bulldog noch her. Wunderschön ist es auf dem Land, gell? Und in diesem Sinne, Servus, habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir knapp verpasst, passend zum M635i, den M116i. Ausmachen die Kamera. Aus!